Topspeed is powered by Voogtmann und Herold, Wüstner Kolben, Metallorum das goldene Fundament, Hans-Peter Porsche Traumwerk, Leulein Classics und die Württembergische. Ihr Fels in der Brandung. Es gibt Oldtimer-Rallyes, es gibt schöne Oldtimer-Rallyes und es gibt sehr schöne Oldtimer-Rallyes. Und das hier ist so eine, die AVD Histo Tour. In 2,5 Tagen fahren wir auf 4 Formel 1 Strecken. Wir fangen an auf der Nordschleife und wir fahren noch viele Runden hier auf der Nürburgring. Dann fahren wir Spa-Francorchamps und dann Zolder. Diese Rallye gehört wirklich zu meinen Favoriten und ich fahre zusammen mit meinem guten Freund Ralf Gerhard. Ja, das stimmt. Und zwar fahren wir mit meinem 356er, ist ein B T6 mit Baujahr 61 und das ist zufällig sogar das Geburtsjahr von meinem Freund Martin Udberg. Aber wir fahren nicht nur die Rennstrecke, zwischendurch fahren wir eigentlich eine ganz normale Rallye mit Wertungsprüfungen und Roadbook. So eigentlich sind die Rennstrecken nur ein schöner Bonus. Direkt am Nürburgring melden sich die Teilnehmer der AVD Histo Tour an. Für viele von ihnen ist es nicht das erste Mal. Ich gehöre schon fast zum Inventar hier. Ne? Also wir haben von der ersten bis zur heutigen alle mitgefahren. Sogar die Vorgänger-Rallye, also die Heldentour, ja, haben wir schon damals gemacht. Die ist auch aus unserem Verein entstanden, aus dem Club in Düsseldorf, RWAC. Und so bin ich natürlich dem Ganzen sehr verbunden. Old- und Youngtimer ab 20 Jahre sind zugelassen. Manche Teilnehmer müssen ein paar Jahre warten, doch endlich hat die Auto das passende Alter erreicht, um dabei zu sein. Wir sind dazu gekommen, es war eigentlich zufällig, weil das Auto ist dieses Jahr 20 Jahre alt geworden, ist also ein Youngtimer. Und jetzt können wir also ab diesem Jahr daran teilnehmen. Was mir am meisten gefällt, ist das Superwetter. Wir hoffen auch, dass wir mal offen fahren können. Natürlich nicht auf der Rennstrecke, aber wir wollen einfach nur Spaß haben. Also für mich ist es wichtig, dass wir beide das zusammen machen, weil es ist schon eine ganz schöne Aufgabe mit dem Roadbook und wer sagt, wo es lang geht und dass man sich da vernünftig versteht und sich nicht in die Haare bekommt. Ich habe meinem Mann nur gesagt, er soll nicht zu schnell auf der Rennstrecke fahren. Das habe ich aber nicht gehört. Nach der Fahrerbesprechung mit Rallyeleiter Jörg Kramer werden die Motoren gestartet für eine kurze Prologfahrt. Dabei müssen sich die Teilnehmer schon durch das Roadbook arbeiten, bevor mit der legendären Nordschleife das erste große Highlight wartet. Here we go, ciao! Und wo fahren wir hin? Ja, wir fahren jetzt. Ja, aber wir fahren jetzt mit der Landkarte, gell? Original wie es früher ging, gell? Ja, genau, ja. Kannst du das? Ja, ich hoffe es. Ich gucke jetzt hier, wir müssen zu 1, aber siehst du hier irgendwo eine 1? Die Route des Tages schlängelt sich durch die Eifel rund um den Nürburgring. Für die Teilnehmer ist es ein Vorgeschmack auf das, was sie erwarten. Denn am Ende öffnet sich das Tor zur Nordschleife. Für viele der Moment, auf den sie jahrelang hingefiebert haben. So Ralf, erste Mal Nordschleife für dich. Jawohl. Hoffentlich verfahre ich mich. Aufgeregt? Ja, ich hoffe, dass ich mich nicht verfahre. In der ersten Runde wird die Zeit gesetzt. In der zweiten muss man 5 Sekunden schneller fahren und in der dritten noch einmal 3 Sekunden schneller. Auch Ralf und ich versuchen das so präzise wie möglich umzusetzen, während in unserem Auto gleichzeitig ein Fahrtraining läuft. Ralf hat mich gebeten, was das erste Mal eigentlich richtig auf einer Rennstrecke mit seinem Porsche, um ein bisschen die Linie zu erklären. Wir setzen eine Zeit, das versuchen wir auch zu tun, aber unterwegs, dann zeige ich dir mal ein paar Linien. Aber ich glaube, dich muss ich nicht zu viel lernen, weil du kannst fahren. Hier rechts und aufbauen. Nach außen. Perfekt. Schaut euch, jetzt geht es schon viel besser. Ja. Bremsen, antipsen, Curbstones und nach außen. Super, das ist echt schön. Ja. Jetzt hast du es gefühlt. Nach 60 Kilometern Nordschleife ist Ralf ziemlich geschafft. So Ralf, Mann, du schwitzt.
Wir gehen jetzt schön essen im Hotel. Super. Fahr los. Das haben wir uns verdient. Ja, Dankeschön. genau. Danke für die Lehrstunde. Die erste Nacht verbringen die Teams direkt an der Rennstrecke und hier hören wir die ersten Eindrücke. I'm still learning how to trust. Ich bin öfter die Nordschleife gefahren und im Prinzip ist es immer nur der Spaß eigentlich. Ja. Es geht gar nicht um Sollzeiten, sondern es geht um die Kurven, ums Karussell, überall die Kurven zu fahren, ja, und die Schnelligkeit. Das ist die Idee von der Nordschleife. Das hier ist für mich immer ein Highlight des Jahres. Ja, ich liebe den Wettbewerb, ich liebe es schnell zu fahren. Das macht mir einfach Spaß. Wer kann schon in 2 Tagen 4 Rennstrecken fahren? Das ist ja unsere Motivation, überhaupt da teilzunehmen. Und wir machen das unglaublich gerne, hauptsächlich wegen den Rennstrecken. Natürlich auch ein bisschen wegen den Schnittfahrern, aber wir haben viel Freude an den Rennstrecken. Ja. Ich habe ja jetzt das erste Mal meine Partnerin dabei. Vorher bin ich immer mit Freunden gefahren und für sie ist natürlich noch alles neu. Und ja, also jetzt die Rennstrecke ist nicht so ihr Ding. Ja, morgen habe ich einen anderen Beifahrer für die Rennstrecke. Aber ja, also für die normale Strecke, ja, da gibt sie sich sehr viel Mühe und GLPs und das alles ist neu für sie. Und ja, tasten uns jetzt noch mal ganz neu ran. Der nächste Tag beginnt erneut spektakulär mit einer Gleichmäßigkeitsprüfung auf dem Nürburgring. So, die Nürburg Sprint Jawohl, los geht's. Strecke. Das ist die kurze Version. Ja. Wir fahren nicht die Grand Prix Strecke, aber etwas kürzer. Aber deswegen fahren wir jetzt nicht 6 Runden wie geplant, aber 8 Runden. So. Ich liebe diese Strecke hier. Das ist so ein schwieriger Punkt. Das siehst du, es geht nach unten. Und hier, das hängt ab von was für Autos du fährst. Ob du ein Formelauto fährst oder GT-Auto, alle nehmen die Kurve anders. Aber das hat mit dieser Pfütze eigentlich, die man da hat, Ja. zu tun. Dann wird Kurs genommen in Richtung der belgischen Ardennen mit einem Roadbook, das sich von den meisten Oldtimer-Rallyes unterscheidet. Fast alle Oldtimer-Rallyes fahren heutzutage mit chinesischen Zeichen. Aber hier ist es doch anders, weil 90% der Rallye fahren wir im Bordbuch mit altmodischen Landkarten. Und das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil das ist man nicht mehr gewohnt. Aber es ist eigentlich ganz schön und ganz ehrlich, wenn man konzentriert ist, so schwierig ist es nicht. Weil gestern habe ich noch gesagt, oh mein Gott, aber bis jetzt geht's gut, gell? Ja, ganz gut, läuft gut. Wir gehen in 1 Kilometer gehen wir links Richtung Liertal-Mannerbach. Okay. Und dann kommen wir auf die nächste Zeichnung und das sieht dann so aus. Hier gehen wir links. Und dann fahren wir eigentlich schon Richtung Spa, aber jetzt kriegen wir auch noch die normale Wertungsprüfung, die man bei jeder Rallye hat. Die Schnittprüfungen und Schlauchprüfungen. Auch auf dem Route gibt es Zeitkontrolle, wie hier beim Mittagessen. Hallo, herzlich willkommen. So, 12:35 Uhr, Ausfahrtzeit 14 Uhr. 23:30. Die AVD Histotour macht allen großen Spaß, ist aber ganz sicher keine Kaffeefahrt. Es ist sehr, sehr schwierig, muss man sagen. Also ich habe schon andere Rallyes gehabt, die waren einfacher. Das ist sehr schwierig. Man muss sich total konzentrieren. Und wir haben natürlich uns auch 1- oder zweimal verfahren, logischerweise, ja, wie die meisten hier. Man darf sich nicht verlassen, nicht hinter einem herfahren und denken, der wird schon wissen. Nein, du musst selber die Karte lesen. Und meine Beifahrerin ist heute super gewesen, super.
war gestern der erste Tag und heute hat es super geklappt. Das war tatsächlich das erste Mal und es ist eine wahnsinnige Herausforderung, muss ich sagen. Und gestern war es etwas mühsam, aber dann habe ich mit dem Klaus das alles nochmal besprochen, habe das Buch angeschaut und heute, wir waren fast, also ich glaube, wir waren die 10. oder sowas. Richtig super. Bei so einer Oldtimer-Rallye bist du mit Gleichgesinnten unterwegs. Ja? Als erstes Mal alle sind per Du, das ist schon mal ganz wichtig. Ja? Und der Spaß und die Freude an den alten Autos, das ist entscheidend. Ja? Und wir sind alle Gleichgesinnte, jeder ist schon mal liegen geblieben. Und das macht einfach Spaß, diese Autos zu bewegen. Ja, das ist irgendwie so eine sportliche Gemeinschaft hier. Also ich habe am Anfang gedacht, oh, vielleicht etwas dekadent, aber total offen alle per Du sofort und lustig und freundlich, sehr freundlich, ja. Und es ist so, ja, Gemeinschaft einfach. Alle haben das gleiche Interesse und das merkt man, ja. Viele Oldtimer werden so original wie möglich restauriert. Doch manche sind mit neuer Technik ausgestattet. Also in dem M3 ja ganz bestimmt. Der ist ja nicht ganz serienmäßig. Normalerweise bin ich ein Freak und dann muss das Auto genauso sein, wie es seinerzeit der das Werk verlassen hat. Aber hier haben wir mal eine Ausnahme gemacht. Das Auto hat wirklich ein Sportfahrwerk und hat einen Käfig drin. Und wir fahren jetzt auch Semislicks hier, weil diese Rallye ja schon ein bisschen was Besonderes ist, wenn man auf der Rennstrecke fährt. Gut, und dann ist man mit diesem M3 sicherlich ganz gut aufgestellt und es macht richtig Spaß. Wie ich gehört habe, ist Horst für die Technik verantwortlich und zuständig. Aber was ich genieße ist, bei so einer Rallye, auch im M3 sitzt das Hirn rechts und da geht es darum, wo wir hinfahren, wie wir fahren und ich habe das Sagen und das genieße ich volle 3 Tage lang. Also ich bestreite das natürlich nicht und ich bin froh, dass ich die Silke habe, ganz ehrlich. Und ich möchte nicht auf dem Beifahrersitz sitzen. Ich kümmere mich lieber um die Technik. Und jetzt versteht jeder, warum ich meinen Mann so liebe. Die nächste Formel-1-Strecke, auf der die Teilnehmer ihr Können zeigen dürfen, ist Spa-Francorchamps. Und hier sprechen wir mit Rallye-Leiter Jörg Ramme, der erklärt, worauf die Organisation alles achten muss. Also es gibt viele Dinge, auf die wir achten müssen, speziell auf den Rennstrecken. Es sind natürlich nicht viele dabei, die Rundstreckenerfahrung haben. Wir fahren zwar nicht mit hoher Geschwindigkeit, aber man muss die Leute darauf hinweisen, dass wenn ein schnelleres Fahrzeug von hinten kommt, halt im Blinker gesetzt wird und der Teilnehmer dann auf der linken Seite überholen kann. Und wir haben natürlich sehr unterschiedliche Fahrzeuge, sind nicht nur Porsche GT3 dabei, sondern auch Autos, die nur 80 PS haben. Also auch da müssen die Teilnehmer schon darauf achten, dass sie respektvoll mit ihren Kollegen umgehen. Auch hier erhalten die Teilnehmer die letzten Informationen von Jörg, bevor die Strecke für ganze 7 Runden den Teilnehmern der AVD Histo-Tour gehört. Dann haben wir jetzt eine Setzzeit, dann Runde 2 und Runde 3 die gleiche Zeit und dann haben wir eine neue Setzzeit. Und auch hier gelten dieselben Regeln für die zu fahrenden Rundezeiten wie auf alle anderen Strecken während der AVD Histo-Tour. In Auto Nummer 12 haben Fahrer und Beifahrer die Plätze getauscht. Jörg Adams darf zeigen, ob er es besser kann als Thorsten Hecht. 8, 7, 6, 5. Hast du gesehen, wie der gefahren ist? Das ist ja der Wahnsinn. Erste Mal ist er auf der Rennstrecke gewesen. Irre. Ich musste ihn sogar zeitweise einbremsen, weil er viel zu schnell gefahren ist. Auto war top. Auto lief wie eine Bombe. Leider hatten wir unseren Schnitt viel zu hoch angesetzt und wir mussten uns selber einbremsen. Das war ein bisschen schade, aber man könnte viel schneller fahren und noch mehr Spaß haben. Sein Spruch war, geradeaus kann jeder schnell fahren, Kurven muss man beherrschen können. Deswegen wollte er immer schneller, ich musste ihn immer weiter bremsen, aber es war fantastisch, Wahnsinn. Spa-Francorchamps muss man erlebt haben, die Berg- und Talstrecke, einfach ein Erlebnis. Also heute ist ein absoluter Jugendtraum in Erfüllung gegangen. Ich konnte endlich in Spa fahren, die Eau Rouge, und das mit dem Auto sogar mit Vollgas, weil schneller ist es nicht gegangen, aber es war ein absoluter Traum, hier hochzufahren. Und dann mit Martin nebendran, ein Formel-1-Fahrer, der hier mir alles zeigen konnte und genau, wo man einlenkt, auch unten in der Eau Rouge. Ich wär normalerweise hätte ich viel zu früh eingelenkt und er hat dann bis zum Schluss rechts und dann links rüber und dann wieder rechts rüber.
Und wenn man dann hochkommt und sieht nur noch den Himmel und hat dann auf einmal dann links wieder die Curbs und dann wieder Vollgas nach außen tragen und ja, und in die ganzen Kurven, die sind so super erklärt worden, besser konnte es eigentlich gar nicht sein. Ich bin der Fahrer vom Jordan, dem Kameramann, und wir hatten heute wirklich viel Spaß. Also besonders hier in Spa hat es unheimlich Spaß gemacht. Wir haben zwar das neue Auto dabei, wir waren aber, glaube ich, sogar ein klein bisschen schneller als die Oldtimer, würde ich mal sagen. Und der Audi hat auch gut gelegen. Und ich bin mir sicher, ich werde nächstes Jahr wieder mitfahren. Dann aber nicht mehr als Fahrer des Kameramanns. Dann werden wir mit einem alten Porsche oder sowas dann hier vorbeikommen. Und dann werde ich meinen Oldtimer hier mal über die Strecke scheuchen. Auf der Route zum heutigen Zielort Maastricht werden die Teilnehmer auf eine eventuell gefährliche Situation hingewiesen. Ja, das ist jetzt hier so ein bisschen eine unübersichtliche Stelle auf der Strecke und die wollen wir jetzt einfach die Teilnehmer darauf hinweisen, dass sie hier A, ihr Leben nicht riskieren und B, das Auto nicht riskieren. Beides wäre schade. Vielleicht denken manche Zuschauer jetzt, dass das Fahren auf Rennstrecke während der AVD Histotour nicht für sie bestimmt ist. AVD-Präsident Lutz Leif-Linde erklärt beim Abendessen in Maastricht, warum man sich damit irrt. Wenn wir jetzt 4 Rennstrecken beispielsweise in nur 2,5 Tagen fahren, ist das ja nicht auf maximale Geschwindigkeit ausgelegt. Das ist ja kein Rennen, sondern die Leute können selbst nach ihren Fähigkeiten und auch je nachdem, wie sie ihr älteres Auto, das sind ja auch zum Teil klassische Fahrzeuge, beanspruchen möchten, ihre eigene Zeit vorgeben auf der Rennstrecke. Das ist ähnlich wie eine Handicap-Wertung beim Golf. Ein schlechterer Spieler oder ein ungeübter Spieler kann mit einem guten spielen und eventuell gewinnen. So ist es auch bei uns. Er setzt sich selbst seine Rundenzeit auf der Strecke und muss sie in den nächsten 3 Runden wieder erzielen, möglichst dicht. Und danach ist dann sein Ranking in der Wertung. Der zweite Tag begann auf dem Nürburgring mit einer Gleichmäßigkeitsprüfung und nach einer wunderschönen Fahrt folgten 7 Runden auf vielleicht der schönste Rennstrecke Europas, Spa-Francorchamps. Was will ein Autoliebhaber mehr? Am nächsten Morgen inspizieren die Teilnehmer die Prüfung im Paddock des Circuit Zolder. Wir haben für die Gesamtstrecke, 680 Meter, haben wir eine vorgegebene Zeit von 105 Sekunden, also 1 Minute 45. Doch zuerst geht's richtig los auf der Rennstrecke. 5, 4, 3, 2, 1. Der Helm kann ab, doch dann folgt noch die Slalomprüfung, die dem Fahrer alles abverlangt. Wir fahren den gesamten Slalom mit Burkhard Müller und Fabian Mohr mit. Hier rechts und links. Rechts. Rechts und links. Bis davor. Hier rechts zurück. Nein, hier links. Entschuldigung, links. Hier rechts zurück, rechts zurück. Schneller. Hier weit ausholen und links zurück. Schneller. Links. Und hier rechts zurück. Und hier rechts. Vorsichtig, Leitfläche, geradeaus. Ja, langsam, links vorbei, langsam, rechts vorbei. Da geradeaus auf die Zielflagge, weit ausholen und links rum. Und Gas. Links. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich habe Bluthochdruck jetzt wahrscheinlich ist er auf 200, aber es war mega gut. Also die Zolder Rennstrecke macht richtig Spaß, genauso wie Spa. Und dann ist das natürlich auch immer wieder das Highlight mit den Hütchen.
Mein Beifahrer ist immer ein bisschen nervös, sagt schneller, 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 schneller. Sage ich, Fabian, wir schaffen das und wir haben es gut geschafft, wieder wie letztes Jahr. Waren vor der Lichtschranke noch genügend Zeit, sich zu konzentrieren und dann hoffentlich mit einer guten Zeit drüber zu fahren. Aber es ist sehr, sehr schön. Also aus Beifahrersicht, aus Teilnehmersicht kann ich nur sagen, Rennstrecken ist natürlich immer in der Theorie sehr anspruchsvoll. Rennstrecke, Helm aufsetzen, alle fahren schnell, es sind auch viele sportliche Autos dabei. Aber man muss kein ausgewiesener Rennfahrer sein, um hier wirklich auch Spaß zu haben. Ja, man kann sich selber seine Zeit setzen, man kann vor dem gelben Schild abwarten, wie bei jeder anderen Gleichmäßigkeitsrallye auch. Also überhaupt keine Hektik und sich auch nicht verunsichern lassen von den Autos, die an einem schneller rechts und links vorbeifahren. Also ja, Helm ist vorgeschrieben von der Rennstrecke an sich, aber die Geschwindigkeit muss nicht auf Teufel komm raus sein. Das Einzigartige an der AVD Histotour ist die Kombination aus einer Oldtimer-Rallye mit Wertungsprüfungen wie bei den meisten, aber ergänzt durch Fahrten auf 4 Formel-1-Strecken innerhalb von nur 2,5 Tagen, auf denen man, ohne zu übertreiben, seine eigenen Rundezeiten bestimmen kann. Und damit ist diese Veranstaltung für eine breite Palette von Oldtimer und deren Besitzer geeignet. Formel-1-Experte Christian Danner versteht genau, was die Teilnehmer hier suchen und finden. Das Schöne ist ja, es ist ja immer noch ein Wettbewerb. Und der Wettbewerb ist deswegen so spannend, weil man sehr locker eigentlich innerhalb der Vorgaben fahren kann. Ja. Aber dann, sobald man irgendwo an die GLP, an die Abschnittszeiten so kommt, ist man doch angespannt. Und die Mischung, finde ich, macht es, dass man entspannt tolle Gegend, tolle Autos fahren kann. Und trotzdem hat man so ein Ziel und ist ein bisschen ehrgeizig und kompetitiv und so. Und das finde ich eine sehr schöne Mischung. Und deswegen haben wir ja hier auch 50 Autos am Start, die offensichtlich daran denselben Spaß haben wie ich. Die gehen Richtung Maastricht, ja, meine Heimat. Ja, genau. Oh, 2 alte Männer, die war gerade noch war aufstehen schneller. können. Dann folgt nur noch die letzte Etappe zurück ins luxuriöse Van der Valk Hotel in Maastricht, wo die Sieger bei der Siegerehrung geehrt werden und Teilnehmer und Organisation auf eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung zurückblicken. Es war so toll. Vielen, vielen Dank im Namen von all die Leute hier. Die haben 3 Tage lang von Ohr wie so Abitur auch. Absolut. Ich habe auch manchmal, und du weißt, immer, wenn der Präsident sich 3 Tage Zeit nimmt, ja, um auch mit seinen Mitgliedern und mit den Leuten, die hier daran teilnehmen, zusammen zu sein, das ist schon ein bisschen außergewöhnlich. Als allerletzte, nicht ohne Grund. Wenn die Sendung sehr gut war, dann lasse ich immer Topspeed abkündigen von ein anderer. Und das bist in diesmal bist du das. Bitte verabschiedest du unsere Topspeed-Zuschauer. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie haben genauso viel Spaß und Freude, wenn Sie das sehen, was wir die letzten 3 Tage erlebt haben. Und ich freue mich, Sie bald wiederzusehen oder vielleicht auch begrüßen zu können bei der nächsten AVD Histotour. Vielen Dank, schönen Abend, auf Wiedersehen. Das kostet mir meinen Job. Ja, du bist besser als ich. Ja, das sagen alle. Topspeed is powered by Voogtman und Herold, Wüstner Kolben, Metallorum das Goldene Fundament, Hans-Peter Porsche Traumwerk, Leulein Classics und die Württembergische, ebenfalls in der Brandung.